Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es eine Folge Shakes and Fidget. Ja, und das ist heute eine sehr, sehr großartige Special-Folge, da ich bald auf Level 400 aufgestiegen bin. Ja, und da stehen wir nun, 99 Level später, am 17.01.2018 habe ich Stufe 400 erreicht und heute versuchen wir 99 Level später die Stufe 500 zu knacken. Ein bisschen über 2 Jahre hat es mich gebraucht, um 100 Level zu machen. Und ich werde heute alles mir in der Macht Stehende dafür tun, die 5 vor der Zahl ganz vorne zu sehen, quasi die 5 mit der 4 auszutauschen. Und ich muss euch sagen, ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt. 100 Level zu machen in 2 Jahren ist wirklich nicht sehr viel, sag ich mal. Ihr müsst aber auch bedenken, dass das damals alles eine andere Zeit war. Und die ganzen Sachen, die man heutzutage zur Verfügung hat, hatte man damals nicht. Man hat nicht so schnell gelevelt wie heute, ihr habt es gesehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch die Früchte im Inventar gehabt, weil man die einfach nicht hier ablegen konnte. Und so lange ist das Video schon her und ich hoffe mal, dass wir das heute zusammen hinkriegen werden, die restlichen XP zu farmen. Ja, ich weiß nicht, wie wir das schaffen werden, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Als allererstes habe ich ja hier immer noch meine alte Waffe, oder besser gesagt meine neue Waffe, die ich aber noch nicht ausgerüstet habe. Da werden wir jetzt einen Edelsteinsockel hinzufügen, für Pilze natürlich, und werden das Ganze auch, so wie meine jetzige Waffe, attributstechnisch 5-mal verbessern, damit wir hier auch gleich auf sind. Dann werden wir das Ganze natürlich austauschen und nochmal verzaubern, damit wir auch hier den maximalen Bonus rausholen können. So, weil nämlich die Spanne, die ich in meiner Waffe, die ich jetzt da drin habe, ist natürlich deutlich besser, plus 40 nochmal mehr an Stats dazu. Es ist zwar leider eine Alle-Attributswaffe, aber den Schadensbonus und die bessere Spanne kann man einfach nicht übersehen und außerdem hat sie auch noch Blitzschaden plus 18 und meiner Blitzschaden plus 12. Das ist auch nochmal ein Riesenvorteil. Und deswegen denke ich einfach, trotz dessen es eine Alle-Attributswaffe ist sie wahrscheinlich besser als die jetzige, die ich hier habe. Die werden wir jetzt meinem Marquardt geben, ja, denn die ist natürlich besser als die von meinem Marquardt. So, und das Ganze werden wir natürlich nicht in die Toilette schmeißen oder sonst irgendwas, macht gar keinen Sinn. Das werden wir straight einfach zerlegen und die Ressourcen dafür wiederbekommen. So, das haben wir erledigt. Jetzt setzen wir noch den richtigen Stein da rein, damit wir eventuell gleich Dungeons kloppen können. Ja, ich bin am Überlegen, was für einen Stein ich hier reinsetzen werde. Werde ich einen Intelligenzstein reinsetzen? Das würde natürlich schadenstechnisch enorm ballern. Allerdings würde ich sehr, sehr wenig Ausdauer dadurch haben. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, was ich denn hier im Vergleich zu vorher denn einbußen würde. So 38 zu 42. Okay, 80 Millionen zu 72 Millionen. Aber natürlich hätten wir auch viel, viel mehr Schaden, wenn ich jetzt hier noch einen grünen Stein reinsetzen werde. Ich glaube, ich werde aber trotzdem einen schwarzen Stein da reinsetzen, weil es einfach all around mehr Sinn macht, als noch mehr auf Schaden zu gehen. Ich denke mal, das ist hier in diesem Fall die schlauere Variante. Schreibt mir gerne rein, wie ihr euch entschieden hättet, aber ich denke mal, das ist einfach der Bonus ist einfach zu groß dafür, als dass man hier stupide nur auf Schaden geht, ja. So, natürlich haben wir hier ein bisschen weniger Intelligenz, aber dadurch auch ein bisschen mehr Ausdauer und wie gesagt, die Spanne ist natürlich auch viel, viel besser als meine jetzige. Und die bekommt jetzt der Marquardt und wir schauen zuerst mal. Wir haben ja hier unser PvP-Equipment noch an, das heißt, wir können hier ganz ruhig unsere Angriffe machen. Gucken bei den Pets vorbei, was wir hier so zu tun haben, nicht mehr sehr viel, und dann schauen wir gleich mal als allererstes in die Zeitmaschine. Dort können wir 180 Alu abholen. Das werden wir auch direkt mal machen. Ja, ich bin wirklich, ihr merkt es vielleicht, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, die Stufe 500 zu knacken, weil es dann doch schon wirklich was sehr, sehr Besonderes ist. Ich habe jetzt quasi 2 Jahre auf diesen Moment gewartet
und hoffe, dass auch wirklich alles glatt geht. Ja, auch aufnahmetechnisch und so, dass mir das hier nicht abschmiert. Das wäre das Worst-Case-Szenario, das Wurst-Käse-Szenario auf jeden Fall. Ja, das hier ist normal, die Kämpfe, die buggen immer rum. Ja, das kennen wir alles. Es dauert mir jetzt schon ein bisschen zu lange, deswegen machen wir mal weiter. So, wir haben ein bisschen Erfahrung. 27 Millionen, das ist ja wirklich gar nichts. Dann holen wir das auch nochmal ab. Zack. Und sind jetzt hier insgesamt auf 1,249 Milliarden XP. Wir brauchen 1,5 Milliarden XP für das Level-Up, heißt im Umkehrschluss, wenn ich einen Dungeon packe, der mir 300 Mille gibt, haben wir schon die Stufe 500 erreicht. Ich hab mir überlegt, wie werde ich Stufe 500, womit will ich das abschließen, das Ganze. Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, zuerst wollte ich es mit einer ganz normalen Quest machen, mit einer ganz normalen Quest abschließen, damit man quasi so in so einer 2 Minuten 30 Quest den Countdown so runterlaufen sieht. Das sind die letzten Sekunden bis zur Stufe 500. Ist ganz cool, aber ich habe mir so überlegt, für so ein Special-Video versuche ich nochmal einen Dungeon zu legen und mit dem Dungeon sozusagen die Stufe 500 zu erreichen. Ja, und deswegen werden wir heute alles daran setzen, dies auch zu schaffen und das umzusetzen. Heißt, zu diesem speziellen Anlass werden heute natürlich auch ein paar Pilze draufgehen, das ist ganz klar, aber wie gesagt, man wird nicht alle Tage Stufe 500 und deswegen ja, möchte ich hier auch unbedingt das mit einem Dungeon abschließen. Ja. Wir würfeln hier nochmal, bevor wir das Ganze hier ja, schlussendlich dann auch machen. Und legen uns mal die Sanduhren zurück und gucken mal, was da sonst noch so bei rumkommt. Nischt. Und ja, damit wir auch hier das letzte nochmal rausholen aus dem Ganzen. Ey, mein Würfelglück ist wirklich, also das ist... Ich habe bis heute immer noch kein einziges Mal 5 von einer Sorte bekommen bei 2 Würfen. Es ist wirklich unglaublich, ja. Und wir gucken mal, vielleicht kriegen wir hier noch mal irgendwann was raus. Seelen möchte ich nicht unbedingt haben, dann nehmen wir noch die Kristalle mit. Kristalle noch einmal bekommen, allerdings auch nicht wirklich ja, erfolgreich. So, wir setzen nochmal einen Pilz ein. Holz will ich auch nicht unbedingt haben, das ist alles Schmutz, muss ich wirklich sagen. Trotzdem nehmen wir es mal mit, weil wir es zweimal bekommen haben. Und es ist halt besser als gar nichts. Und haben halt zumindest einmal das Ganze bekommen. Jo, jetzt ist die Frage, wen nehmen wir? Wen nehmen wir dafür? Paddy die Ratte ist halt eventuell drin. Ja, könnte sein, dass der liegt. Dann Ymir könnte auch sein. Habe ich ein paar Mal versucht in Free Tries. Ist aber relativ schwierig. Ramsay und ja, das sind die 3 Gegner, die ich so im Auge habe. Den Olifantenbändiger, muss ich sagen, der ist noch zu heavy, der ist zu schwierig. Den bekomme ich auf jeden Fall nicht hin. Ich warte hier noch kurz, bis ja, ich den letzten Pilz hier noch mir sparen kann, denn wir geben ja die Folge sowieso wahrscheinlich, ich gehe mal von aus, genug Pilze für die Dungeon-Gegner aus. Ja, und würfeln hier nochmal kostenlos. Ja, Steine, naja. Also ich habe halt wirklich nur ein Auge auf die Sanduhren, Kristalle und das Gold. Ja, das macht sich auf meinem Level auch schon sehr, sehr bemerkbar. Aber ich bekomme irgendwie gar nichts von dem Ganzen hier, komischerweise. Ja, und kann froh sein, wenn ich einmal irgendwie ein 3er-Paket zusammen habe. Gut, wir greifen mal Paddy die Ratte an und schauen mal, was der so uns zu bieten hat. Ob wir den irgendwie down kriegen oder ob der erstmal eine Blockade für uns sein wird. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Und ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen mal überall erstmal einen Versuch rein, um mal zu gucken, wie so der Schaden bei den Leutchen aussieht. Ja, bisher nicht sehr prickelnd, muss ich sagen. Und dann gehen wir mal ein bisschen härter voran. Ja, der sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, also hier haben wir einen Versuch dabei gehabt, die könnten tatsächlich... Ja, die könnten tatsächlich gut legbar sein. Also den merken wir uns auf jeden Fall mal vor. Ymir ist halt ein Berserker, ne? Beim Berserker, ich bin halt... Oh mein Gott. Oh, Alter, das ist halt das Ding bei den Berserkern, ne?
das ist halt eine 50-50 Chance gegen die Magier. Und ja, jeder Versuch könnte halt jetzt der Versuch sein, in dem ich Stufe 500 erreiche. Ne? Das ist es halt so. Berserker, ihr seht es halt, entweder machen die mich komplett down oder ich hau so eine krassen Kombis raus, oder also ich hau so eine krassen Crit-Treffer raus, dass er halt gar nicht wirklich so viele Chancen hat, ja. Also Ymir auf jeden Fall ein Gegner, der ziemlich random ist, wie der Berserker es halt so ist. Jetzt haben wir ein paar Versuche gesehen, wo ich gar keinen Schaden rausbekommen habe. Gucken wir nochmal bei Paddy die Ratte rein, ja, was der so nochmal hier für uns zu bieten hat. Da haben wir jetzt bisher nicht so viele Tries rein investiert. Schauen wir mal. Aber bisher sahen die anderen Gegner ein bisschen besser aus als Paddy die Ratte. Ja. Wir können ja nochmal hier reinschauen, aber ich glaube nicht, dass der hier in nächster Zeit großartig liegen wird. Der ist, glaube ich, somit der schwierigste Gegner, den ich so habe. Deswegen denke ich mal, bleiben wir entweder bei Ramsey oder bei Ymir. Also Ymir hatte echt schon ein paar Versuche, muss ich sagen, da hätte es eigentlich schon klappen können. Oh mein Gott, Alter, den gucken wir uns mal an, den Kampf. Also das ist halt wirklich, Ramsey. Wer hat hier den Schaden rausgehauen? Oh, mein Magier hat tatsächlich sehr viel Schaden rausgehauen. Gucken wir uns mal den Magier an, was der hier für Crits raushaut. 180 Mille und 255 Millionen, Alter. Holy shit, okay. Also der ist auf jeden Fall besiegbar, ne? Also die Crits müssen halt stimmen, es muss halt alles passen. Und dann könnte es jeden Moment so weit sein, dass wir hier durch den Gegner unser Level abholen und schließlich auch so die Stufe 500 erreichen. Alter, er macht es wirklich verdammt spannend. Ich könnte natürlich auch mit der Enter-Taste hier durchklickern. Ganz klare Geschichte. Allerdings möchte ich das auch nicht irgendwie überspringen großartig, sondern auch wirklich den Versuch denn sehen, indem ich Stufe 500 erreicht habe. Wir gehen nochmal in Ymir rein. Mal gucken, was er jetzt sozusagen hat. Wie gesagt, er komplett random. Er kann uns halt one-hitten, wie man's... Oh, Digga, wir haben es geschafft. Ymir hat uns die Stufe 500 beschert. Stufe 500. 500. Das muss ich jetzt erstmal einen kurzen Moment sacken lassen. Wir gehören jetzt offiziell in den Super-Duper-Helden-Club rein. Da kommen nur Leute rein, die Stufe 500 erreicht haben. Achievement freigeschaltet, Super-Duper-Held, Stufe 500. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich krass. Ich bin sprachlos, muss ich sagen. Da jetzt eine 5 davor zu sehen, ist... Ja, es ist unglaublich. Es ist wirklich was sehr, sehr Besonderes, muss ich sagen. Ich habe ja, also als ich damals Stufe 400 erreicht habe auf dem Account, da habe ich schon mich sehr, sehr krass gefühlt auf jeden Fall. Und das konnte man auch der Beschreibung entnehmen, dass ich mich da sehr drüber gefreut habe. So viel Arbeit, Fleiß, auch Geld zum Teil auch, ja, aber vor allen Dingen auch viel, viel Ausdauer, Mühe, Zeit. Da steckt so viel in diesem Account drin, ja, und das jetzt so zu sehen, dass wir jetzt hier die Stufe 500 erreicht haben, ich sage euch wirklich, Ausdauer zahlt sich wirklich am Ende des Tages aus. Ist egal, wie viel ihr irgendwie am Anfang des Serverstarts oder so, falls ihr irgendwo neu anfangt, es ist wirklich egal, ob ihr jetzt nun wirklich gleich oben mit dabei seid oder später. Es gleicht sich nachher am Ende sowieso immer weiter nach oben hin aus und spitzt sich immer weiter zu. Von daher ist es halt wirklich krass wichtig, dass ihr halt Ausdauer habt und das ist das Wichtigste im Spiel, ja. Und ich bin echt krass überwältigt, jetzt hier das Achievement so zu sehen.
es ist schon wirklich was Besonderes. Und ja, an der Stelle bleibt mir nur noch mal zu sagen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr mich auf dieser langen Reise so weit ja, begleitet habt, damit wir jetzt hier endlich die Stufe 500 zusammen abschließen können. Es hat wirklich ein bisschen über 2 Jahre gedauert. Die heutigen Leute, die Stufe 400 sind und 500 werden, die werden wahrscheinlich es in deutlich kürzerer Zeit schaffen als in 2 Jahren. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind heutzutage andere als früher und das darf man immer nicht vergessen. Aber für mich ist es wirklich was sehr, sehr Besonderes, jetzt an der Stelle die Stufe 500 erreicht zu haben. Ja, sehr, sehr krass. Vor allen Dingen mit dem Playstyle, den ich halt am Tag lege. Ich bin halt nicht so der übelste Pilzer. Aber ich muss sagen, ja, vielen lieben Dank, dass ihr da immer so zahlreich mit am Start seid. Ich werde jetzt ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, damit das Ganze hier auch festgehalten bleibt und meine Aufnahme nicht abschmiert. Wir hören uns sofort wieder. Oh, so Leute, ich muss euch sagen, ich bin auch ich bin hier echt gerade, ja, weiß ich nicht, das ist eigentlich sonst nie der Fall. Ich bin echt, weiß ich nicht, mir ist echt warm momentan. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt einen Pullover anhabe. Stufe 500 haben wir erreicht. Wir drücken jetzt auf Weiter und haben ein sehr cooles Kundschafter-Item erhalten. Die 300 Millionen Erfahrungen wurden sich eingeheimst. Ja, die 1000 Gold natürlich auch nicht zu vergessen. Ein Kundschafter-Item, 846er Wert, Qualität plus 2. Gucken wir gleich mal, was die Kunigunde damit anfangen kann. Und hier jetzt die 500 zu sehen. Na, das schmeckt halt wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr delicious. Ja, wir gucken nochmal hier in den Chat rein, weil da müssen wir natürlich auch nochmal sehen, dass dort die Stufe 500 erfolgreich abgeschlossen hat. Und natürlich gucken wir jetzt auch zuallererst mal hier in die Achievements rein, nicht in den Stall, in die Achievements. Und schauen mal, haben hier natürlich auch das Achievement erreicht vom Super-Duper-Helden, ja, und haben die Seite damit auch komplett vervollständigt und somit auch 5 ja, Stats dazu gewonnen auf jedes Attribut, was wirklich sehr, sehr viel ist. Ne? Wenn man sich das mal so zusammenrechnet, kommt da wirklich einiges zusammen. Ja, Ehrenhalle. Gucken wir auch nochmal. Hier sind wir jetzt auch Stufe 500. Ja, überall, wo wir Stufe 500 stehen können, sind wir es ja natürlich jetzt auch. Ganz klare Sache. Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Ja, also Stufe 400 hat sich schon wirklich sehr, sehr gut angefühlt, aber boah, ich glaube, ich kann das gar nicht so realisieren jetzt momentan gerade. Wirklich sehr, sehr krass. Ja, die können wir natürlich jetzt auch auf Stufe 500 böllern, allerdings haben wir dafür nicht das nötige Kleingeld, was sehr schade ist. Wir gucken mal. Plus 22, wie sieht es mit der Rüstung aus? Bleibt immer noch auf 25%. Ist gut. Hier ist sogar ein sehr schlechter Edelstein drin. Ja, wir verbessern das Ganze hier plus 2 mal. Das tut nicht so weh. Das Ganze hier können wir zerlegen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann bekommst du hier auch einen sehr schönen Edelstein. Du kriegst hier den 1006er. Ja, sehr, sehr gut. Kunigunde auch nochmal ein Qualitätsupgrade nochmal hier an der Stelle. Wie sieht es denn aus? Wie teuer sind die denn? Die bringen nur 3,4. Sonst hätte ich überlegt, dass wir jetzt unsere Begleiter jetzt auch noch schnell auf 500 schallern. Allerdings habe ich hier momentan Stadtwache drin, ja, was jetzt nicht so nice ist. Also ich bekomme die halt erst später auf Stufe 500, aber ist jetzt nicht so wild, nicht so schlimm. Wir nehmen uns den Ausdauertrank mit, haben das Gold nicht dafür. Das ist wirklich sehr schade. Ja, wir haben hier keine weiteren Möglichkeiten. Ich habe alles vorher investiert, damit wir auch den Dungeon-Gegner schaffen. Stimmt, den Dungeon-Gegner, den gucken wir uns jetzt natürlich auch nochmal an. Ymir, ein sehr, sehr harter Brocken. Wir schauen uns an, was wir da für Treffer gelandet haben. Denn der Ymir, und ich muss sagen, Ymir wirklich ein würdiger Gegner für Stufe 500. Hätte ich jetzt so einen Paddy die Ratte genommen, dann sagt man halt, jo, du wurdest mit Paddy die Ratte Stufe 500. 404 Millionen Crit, aber ist halt gegen einen Berserker, darf man nicht vergessen, ne? Und jetzt habe ich es halt geschafft, durch Ymir Stufe 500 zu erreichen. Sehr, sehr nice. 332er oder was? Ja, auf jeden Fall mein Begleiter wieder mehr Schaden rausgeböllert als ich. Man kennt es nicht anders, ja. 300 Millionen Crit, 404 Millionen Crit, aber ist halt gegen einen Berserker, darf man nicht vergessen, ne? Und jetzt habe ich es halt geschafft, durch Ymir Stufe 500 zu erreichen. Sehr, sehr nice. 332er oder was? Ja, auf jeden Fall mein Begleiter wieder mehr Schaden rausgeböllert als ich. Man kennt es nicht anders, ja.
Sehr, sehr cool. Wir können uns direkt die nächste Frucht hier einheimsen und erledigen nochmal den Rest vom Schützenfest hier, was wir hier heute so zu erledigen haben. Und ich hoffe wirklich, ja, dass euch auch dieses Video heute wieder mal gefallen hat. Ja, es ist wirklich sehr, sehr krass, dass wir das jetzt geschafft haben nach so langer Zeit. Und natürlich endet jetzt nicht hier mein Weg, sondern geht halt erst so richtig los. Auf in die Schlacht zu Stufe 600 ist jetzt das nächste Ziel. Wird wahrscheinlich noch, ja, ich sag mal mindestens 4 Jahre. 3 bis 4 Jahre schätze ich mal so grob. Kann ich sehr schlecht einschätzen, wie hardcore das nachher noch so nach oben geht. Wie doll nachher noch die XP und so abgeschnitten wird, zumal ich ab Stufe 500 sowieso ein bisschen anfange, ein bisschen mehr auf Gold zu gehen, weil sich das wirklich nachher nicht mehr wirklich so lohnt, noch die XP-Quests anzunehmen. Da kommt halt wirklich nicht mehr sehr viel bei rum. Dementsprechend aber umso besser für die Gold-Quest, da kommt umso mehr bei rum, ja, und deswegen macht das auf jeden Fall auch Sinn, nicht nur auf Erfahrung zu gehen. Ich versuche trotzdem noch immer, wenn eine gute Quest da ist, versuche ich trotzdem noch so ein bisschen Erfahrung mitzunehmen. Ganz klare Geschichte. Ich möchte natürlich auch schnell leveln, das ist ganz klar. Allerdings werde ich nicht stumpf nur noch auf Erfahrung gehen, sondern halt auch, wenn sich eine gute Gold-Quest anbietet, dann nehme ich die auch mit und bevorzuge die auch einer schlechten XP-Quest, ja. Ja, so auf jeden Fall jetzt mein Playstyle für die nächste Zeit. Wir haben hier eine coole Waffe jetzt wieder am Start und unser Marquardt auch natürlich jetzt. Unsere Waffe war natürlich immer noch tippitoppi. Das war noch eine sehr, sehr gute Waffe, die wir da hatten. Die war noch nicht allzu outdated. Ja, aber es ist schon sehr, sehr nice, was wir jetzt diese Episode erreicht haben. Es freut mich auch, dass es geklappt hat, dass wir den Dungeon-Gegner jetzt besiegt haben und ja, alles zum Guten auf jeden Fall am Ende des Tages drauf hinausgelaufen und damit würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Lasst auch gerne ein Abo hier auf dem Kanal da, um auch keinen weiteren Content zu verpassen. Meinerseits, ich würde mal jetzt offiziell behaupten, wir befinden uns jetzt im High-Level-Bereich, ja. Schmeiße ich jetzt einfach mal so einen Raum ab Stufe 500, würde ich mal behaupten, darf ich mich jetzt High-Level nennen. Ich hoffe es zumindest mal an alle High-Level-Spieler, die weit über mir sind. Ich hoffe, es ist okay. Wir befinden uns jetzt im 500 Club, ja. Und damit beende ich das Video. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für all den Support, den ihr mir entgegenbringt. Vielen lieben Dank für die ganzen netten Kommentare immer in den Kommentaren. Ja, ist klar. Vielen lieben Dank für die ganzen positiven Bewertungen immer. Wir haben fast so gut wie keine Dislikes immer, was mich eigentlich in meiner Art und Weise, wie ich die Videos hier gestalte, nochmal bestätigt. Ich bin total rot, Alter. Und ja, dafür möchte ich euch auf jeden Fall danken. Das Ganze ist natürlich nicht selbstverständlich. Und ja, damit würde ich einfach sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.